Ja, will ich Ihnen gerne sagen, worum sich das Buch handelt. Also es beschäftigt sich mit dem Tatbestand, dass wir in den letzten Jahren zunehmend sehen, dass Patienten auch die Möglichkeit in Anspruch nehmen, Schönheitsoperationen im Ausland wahrzunehmen. Und das Buch greift also diesen Trend auf und beschäftigt sich da natürlich vor allem mit den Dingen, die es in so einem Fall zu beachten gibt. Und natürlich auch den Risiken, wenn man sich entscheidet, so eine Operation nicht in Deutschland, sondern im Ausland durchführen zu lassen. Ja, warum Menschen sich dazu entscheiden, ist eigentlich relativ einfach. Da geht es im Grunde genommen immer um den Preis. Also Menschen schauen heute natürlich auch, unsere Patienten gucken nach dem Preis, gucken, vergleichen Angebote und schnell stößt man da im Internet auf attraktive Angebote aus dem Ausland, zumindest vermeintlich attraktive Angebote, die im Preisgefüge deutlich billiger sind als in Deutschland und gleiche oder sogar bessere Qualität versprechen. Also aus meiner persönlichen Erfahrung, und wir kennen sehr, sehr viele Patienten, die im Ausland operiert wurden, hat das also nie mit Qualitätsideen oder so etwas zu tun, sondern der Grund, warum das Patienten wahrnehmen, ist eigentlich also ausschließlich der Preis. Ja, ist schon so. Naja, wir sehen Patienten deshalb bei uns in der Praxisklinik am Rosengarten, oftmals nach der Operation, kurz nach oder eben auch einige Wochen oder Monate nach der Operation, weil die Patienten mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind und dann eine zweite Meinung wünschen oder eine Korrektur benötigen oder so etwas. Naja, und dann natürlich ungerne in die Klinik zurückgehen, meinetwegen im tschechischen Ausland oder im polnischen Ausland, türkischen Ausland, wo die Erfahrung primär nicht gut war und sich dann eben an uns wenden, um eine Meinung von uns zu bekommen. Ja, klar helfen wir solchen Patienten. Das ist natürlich selbstredend. Also das sind ja Probleme, die meist relativ gut zu lösen sind. Oft muss natürlich nochmal operiert werden und die Patienten sind sehr besorgt. Na klar, die haben eine negative Erfahrung gemacht. Die Dinge, die dort im Ausland erlebt wurden, sind nicht immer so positiv. Und ja, wir versuchen dann natürlich mit all dem, was wir können und was wir gelernt haben und dann auch zur Anwendung bringen, das Problem zu lösen, aber auch natürlich Vertrauen auch der Patienten wiederzugewinnen in unser Fach und auch in die ärztliche Leistung. Ja, das Buch, das habe ich nicht alleine geschrieben, sondern ich bin Herausgeber zusammen mit dem Herrn Alt, Rechtsanwalt seines Faches und seit vielen, vielen Jahren mein Begleiter in puncto medizinrechtliche Fragestellungen. Herr Alt selber ist dort spezialisiert und hat mir also den juristischen Teil beigesteuert für dieses Buch. Wir haben also ein Zwei-Autoren-Buch, was also sämtliche Dinge abdeckt, die medizinische Fragestellung und natürlich auch die juristische Fragestellung. Ja, juristisch ist natürlich für die Patienten oftmals wichtig, was passiert eigentlich, wenn so etwas schief geht? Also an wen kann ich mich wenden? Gibt es Möglichkeiten auch der Honorarrückforderung? Gibt es Möglichkeiten von Schadensersatz oder Schmerzensgeld? Und da sehen wir natürlich immer eine sehr große juristische Hürde. Das ist gar nicht so einfach, wenn Sie so eine Operation beispielsweise, um ein Beispiel jetzt einfach mal zu nennen, in Prag oder so gemacht haben, dass man dort mit dem Arzt ein normales juristisches Verhältnis hat, wie das in Deutschland wäre. Das erklärt das Buch ganz gut und gibt eben auch Tipps, wie man im Vorfeld, wenn man so eine Operation plant, eben das Richtige tut, um da nicht in eine Falle reinzutappen und dann eben diese schlechte Erfahrung auch zu machen. Das Buch richtet sich ganz klar an Patienten einerseits, das ist natürlich logisch, die haben ein Informationsbedürfnis, was das angeht. Sie vergleichen heute Preise und sehen, dass es dort auch noch was anderes gibt, außer unserer Klinik in Köln natürlich, und das ist auch völlig in Ordnung. Nur das Buch möchte eigentlich die, ich sag mal, die Fallstricke
aufzeigen, möchte den Patienten beraten, wenn er so etwas plant. Ich denke, wenn man das Buch gelesen hat, ich könnte mir vorstellen, dass viele auch Abstand wieder nehmen davon und sagen, das ist dann doch nichts für mich. Aber wenn es doch die Lösung dann sein soll, dann ist es eben ganz, ganz wichtig, an bestimmte Sachen zu denken. Und da klärt das Buch eben relativ schonungslos und übersichtlich geschrieben auf. Ja, das Buch ist unter unserer Internetseite erhältlich und auch über Amazon und so weiter zu bestellen. Das ist vom Umfang her so, dass man das ganz gut lesen kann. Es ist jetzt kein Schinken, der einer schlägt, also 80 Seiten, die eigentlich das Wesentliche auf den Punkt bringen. Und eigentlich sollte man, nachdem man das Buch gelesen hat, das Gefühl haben, dass man ganz vernünftig auf das Thema vorbereitet ist. Ja, wir selber, um noch einige Sätze zu unserer Kerntätigkeit zu sagen. Ich selber bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Wie gesagt, mein Co-Autor, Herr Alt, ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Medizinrecht. Ich selber betreibe eine privat geführte Praxisklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Köln und in Bergisch Gladbach, die Praxisklinik am Rosengarten. Da sind wir jetzt seit vielen Jahren ansässig und führen eben hauptsächlich oder beinahe ausschließlich Operationen im Bereich der Ästhetik durch. Zunehmend sehen wir eben, dass Patienten auch mit der Fragestellung kommen, ich war irgendwo anders, ob im Inland oder eben auch vermehrt im Ausland, habe dort eine Operation erfahren, wo ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin. Oftmals hören wir Horrorgeschichten und wir sind da schon so ein bisschen jetzt auch die helfende Klinik geworden, die den Patienten hilft, dort eine Lösung zu finden. Ja, die Horrorgeschichten sind zum Teil wirklich, wirklich atemberaubend. Zunächst einmal ist oft die Sprachbarriere das erste Problem. Wenn Sie sich vorstellen, dass Menschen miteinander solche heiklen Themen wie eine Operation besprechen und die Sprachbarriere dann eben dazu führt, dass zum Beispiel der Patient und der Arzt unterschiedliche Sprachen sprechen, es vielleicht noch einen Übersetzer dabei gibt oder gar beide in schlechtem Englisch das irgendwie miteinander hinbekommen müssen, ist die Voraussetzung für ein vernünftiges Verhältnis natürlich schon mal nicht gegeben. Dann sind es aber natürlich auch oft hygienische oder organisatorische Dinge, die wir da hören, wie das da in einigen Kliniken abläuft, die im Grunde genommen also wirklich, wirklich traumatisierend für die Patienten sind. Und natürlich tun die uns auch leid. Nicht? Das ist eine furchtbare Erfahrung, die da gemacht wurde. Und wir versuchen dann das Ganze aufzubügeln und wieder gut zu machen mit einer besonders positiven Erfahrung bei uns in der Praxisklinik und den Patienten eben Mut zu geben, dass das Ergebnis auch noch zu retten ist und es eben auch Leute gibt, die die Arbeit vernünftig und gut machen können.